Mein Name ist Oliver Becker und ich war 12 Jahre als Elektriker unter Tage tätig. Die Entscheidung, noch im Bergbau tätig zu werden, die ist eigentlich relativ früh gefallen. Und zwar hat das auch unter anderem mit meinem Vater zu tun. Der war auch als Bergmann aktiv. Und so als junger Mann, so mit 12, 13, war ich immer von den Geschichten begeistert, die der dann am Mittagstisch erzählt hat. Wie die Arbeiten unter Tage abliefen und was da alles gemacht wurde und auch natürlich die lustigen Geschichten, die er dann erzählt hat. Und da habe ich eigentlich schon gedacht, das ist jetzt das, was will ich auch machen. Und deswegen bin ich auch nachher aufs Bergwerk, obwohl feststand, dass die Gruben schließen. Ich hatte mir damals keine Gedanken gemacht, wie es anschließend weitergehen sollte, weil ich der Meinung war, dass Elektriker ein Zukunftsberuf ist und man auch außerhalb in der Industrie leicht im Beruf findet. Am meisten Spaß gemacht hat mir in meinem Beruf unter Tage definitiv die Kameradschaft, der Zusammenhalt. Natürlich auch die großen Maschinen, der Kampf mit den Naturgewalten, unter Tage so tief in der Erde drin, Hitze, Lärm und Staub, und da konnte man sich richtig schön auspowern. Das war einfach klasse. Es gab viele lustige Anekdoten, auch wie sie damals mein Vater schon am Essenstisch erzählt hat. Davon habe ich natürlich auch reichlich erlebt. Und eine besondere ist halt einfach ein Arbeitskollege, ein damaliger von mir, der hat vor seiner oder zu seiner letzten Schicht unter Tage die Trompete mitgenommen und hat dann das Lied My Way gespielt während der Seilfahrt und später in der Schachthalle über Tage noch das Steigerlied. Und das war einfach total ergreifend und schön, und da denke ich heute immer noch dran. Das Ende des saarländischen Bergbaus war, das hat mal jemand im Interview damals gesagt, das war wie die eigene Beerdigung. Und das war wirklich ein sehr schlimmer Tag. Und genauso hat man das dann auch empfunden, und das hat man auch an den Leuten gesehen, die da bei der Abschiedsfeier waren, von den Kindern bis zu älteren Menschen, die da vor Ort waren. Und man hat richtig die Betroffenheit den Leuten angesehen. Also wie bereits erwähnt, war ich ja der Meinung, dass Elektriker ein Zukunftsberuf ist und dass ich leicht einen Job finde. Und als es dann langsam dem Ende des Bergbaus entgegenging, wurde ich dann eines Besseren belehrt. Da war es relativ schwierig im Saarland, einen Job in der Industrie als Elektriker zu finden, auch was Adäquates. Und dann bot sich die Möglichkeit, nach Ebenbüren ins Münsterland zu wechseln, denn dort wurden Bergleute gesucht. Also Bergbau ist vom Grundsatz her immer gleich. Unterschiede gab es natürlich, und der größte Unterschied, wo man sich daran gewöhnen musste, war, dass die akustischen wie auch die Lampensignale auf und hängen vertauscht waren zu den saarländischen Signalen. Und das hat halt am Anfang immer leichte Schwierigkeiten bereitet, aber irgendwann hatte man sich dann auch dran gewöhnt. Also es war am Anfang, war es als Saarländer in Ebenbüren relativ schwierig, sage ich mal. Das ist ein anderer Schlag an Menschen. Und natürlich gab es dann am Anfang auch ein paar Konflikte, aber das hat sich relativ schnell erledigt gehabt. Und dann war anschließend die Kameradschaft genauso, wie sie auch im Saarland war. Und als dann auch der Bergbau in Ebenbüren langsam zu Ende ging, war meine Intention groß, wieder ins Saarland halt zurückzukehren, zu Freunden und Familie. Und da bin ich dann über Kollegen, kam ich dann wieder auf die Grube. Tatsächlich auch wieder auf die Grube Durmel in Ensdorf, aber nicht mehr über die RAG, sondern dann über Firma Steag. Die haben damals den Umbau zur Brunnenwasserhaltung für die RAG erledigt und haben Fachpersonal gesucht, untertägig, Elektriker, Schlosser. Und da haben die mich natürlich dann direkt eingestellt. Die größte Fähigkeit, die ich unter Tage gelernt habe, die mir heute in meinem Berufsleben noch etwas nutzt, ist definitiv das Improvisationstalent. Die Möglichkeit, aus wenig Dingen viel zu machen und alles wieder schnellstmöglich zu reparieren und ins Laufen zu kriegen. Zum Erlebnisbergwerk Velsen kam ich eigentlich dadurch, ich war hier natürlich auch in der Ausbildung gewesen. Und später habe ich dann erfahren, dass sich hier ein Verein gegründet hat, der das Ganze hier erhalten will. Und das war für mich Ehrensache, da in den Verein einzutreten und das Ganze hier zu unterstützen. Und Bergbau ist einfach ein Teil von meinem Leben, da war das selbstverständlich. Also ich würde definitiv
wieder Bergmann werden, das war und wird die schönste Zeit meines Lebens bleiben. Und wenn aus irgendwelchen Gründen auch immer die Gruben morgen wieder öffnet würden und die würden Leute suchen, wäre ich direkt wieder dabei.